Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. An diesem Standort schon lange kein Video mehr gedreht. Der Grund war die Divisionen an Pferdebremsen und Hirschlausfliegen, die sich hier niedergelassen haben und alles niederwarfen, das sich hier durchbewegte. Es ist zwar nach wie vor drückend heißes Wetter, aber diese Insektenplage hat etwas nachgelassen. Scheinbar liegt das an deren Lebenszyklus. Ich weiß es nicht, oder vielleicht haben sie sich gegenseitig ausgelöscht. Soll sein, wie es ist. Es ist jetzt angenehmer und man kann hier durchgehen, ohne von diesen Insekten zerlegt zu werden. So, weiter zum heutigen Video. 10 Hunde aus England treten heute zum Länderwettkampf an. Deutschland führt das Feld der besten Allrounder vor Italien und der USA an. 10 Hunderassen pro Land, bewertet von 1 bis 10 in 8 Eigenschaften. England wird vertreten von Airedale Terrier, ganz starke Nummer. Bull Terrier, klar. Seinem Verwandten, dem Staffordshire Bull Terrier, ebenfalls klar. Auch der nächste ist keine Überraschung, der Bull Mastiff. Von der englischen Festung, dem Old English Mastiff. Dem Bobtail. Curly Coated Retriever. Flat Coated Retriever. Lakeland Terrier. Und dem Feuer auf 4 Beinen, dem Parson Jack Russell. Und los geht's. Wir beginnen wieder mit der Eigenschaft Gesellschaftstauglichkeit. Und hier erreichen die Hunde aus England 76 von 100 Punkten. Sei so erklärt, wir haben mit den beiden Bull Terriern, mit den beiden Molossern hier Hunde dabei, die schon für etwas, wie soll ich sagen, negative Reaktionen sorgen können bei gewissen Leuten. Sie wissen, um was es in dieser Eigenschaft geht bei der Gesellschaftstauglichkeit, muss ich nicht näher erklären. Wenn Sie es noch nicht wissen, sehen Sie sich bitte das erste Video in dieser Serie an mit dem Starter Deutschland, da wird alles ganz genau erklärt. Außerhalb dieser beiden Bull Terrier und der Molosser bewegen wir uns aber hier mit sehr gesellschaftstauglichen Hunden. Bobtail, die beiden Retriever, die beiden Terrier, das sind eher Hunde, die recht gern gesehen sind in der Gesellschaft, möchte ich sagen. Deswegen eine recht hohe Punktanzahl bei der Gesellschaftstauglichkeit, nämlich 76 von 100. Jetzt kommen wir zur Trainierbarkeit. Es sind alles gut zu trainierende Hunde, wobei man für den Old English Mastiff schon etwas mehr Händchen benötigt. Ist nicht so der typische Trainierkünstler, ja? Wissen wir alle. Doch ein exzellent zu trainierender Hund wie der Airedale Terrier, auch die Retriever, aber auch die beiden kleineren Terrier, der Lakeland Terrier und der Parson Jack Russell, sind gut zu trainierende Hunde. Bei den Bull Terriern kann es ähnlich wie beim Old English Mastiff etwas mehr Gefühl benötigen. Ja. Derartige Spezialisten, wie sie bei den Vertretern Deutschlands in diesem Video vorhanden waren, sind da nicht dabei. Deswegen auch etwas weniger Punkteanzahl erreicht bei der Trainierbarkeit als zum Beispiel die deutschen Hunde, nämlich 72 Punkte von 100 für die Hunde aus England für die Trainierbarkeit. Wir kommen zur Eigenschaft Führigkeit. Hier erreichen die Vertreter für England 72 Punkte. Ja, es sind recht führige Hunde dabei. Mit dem Retriever, aber auch mit dem Airedale Terrier, der schon Kanten zeigen kann, aber ein höchst trainierbarer Hund ist, der nicht allzu stur ist. Bei den Bull Terriern kommt es immer auf den Vertreter der Rasse an. Doch wir beurteilen hier die typischen Vertreter. Und hier kann oder sagen wir so, können Bull Terrier und Staffordshire Bull Terrier schon etwas weniger einfach zu führen sein. Aus verschiedensten Gründen. Das gilt allerdings auch für den Bull Mastiff und für den Old English Mastiff. Deswegen bei der Führigkeit erreichen die Hunde aus England für mich 72 von 100 Punkten. Jetzt kommen wir zur Verträglichkeit. Ja, das sind grundsätzlich recht verträgliche Hunde. Wobei der Lakeland Terrier, der Parson Jack Russell, aber auch die beiden Bull Terrier schon etwas zu Rauflustigkeit neigen. Das wissen wir. Das kann Ihnen auch bei einem Bull Mastiff passieren oder bei dem Airedale Terrier.
Sorgen mache ich mir hier weniger beim total ruhigen Old English Mastiff und bei den Retrievern. Auch nicht beim Bobtail. Ja, kommt es vor, aber der typische Bobtail ist eher ein verträglicherer Hund, obwohl das ein Schäferhund ist. Also bei der Verträglichkeit erreichen die Hunde aus England 68 von 100 Punkten. Da gibt es Länder, die haben weit weniger erreicht. Leistungsfähigkeit. Bei der Leistungsfähigkeit erreichen die 10 Vertreter Englands 78 von 100 Punkten. Ähnlich wie es der Mastino bei den Italienern getan hat, drückt hier der Old English Mastiff bei den Engländern etwas auf die Bremse. Schauen Sie, der Old English Mastiff ist ein enorm starker Hund, dem es allerdings an Beweglichkeit, Ausdauer, Geschwindigkeit, Explosivität fehlt. Ganz klar, wenn es um die Wetterfestigkeit geht, mache ich mir beim Old English Mastiff keine Sorgen, obwohl das ein kurzhaariger Hund mit wenig oder so gut wie keiner Unterwolle ist. Aber im Vergleich zu den anderen Vertretern Englands hier hinkt der Old English Mastiff bei der allgemeinen Leistungsfähigkeit bis auf die Power etwas hinten nach. Kräftemäßig haben hier wieder die beiden kleinen Terrier, der Lakeland Terrier und der Parson Russell Terrier, etwas das Nachsehen, wobei sich die anderen Hunde, die restlichen 7, sich so ziemlich die Stange halten. Denn die beiden Retriever, der Bobtail, der Airedale Terrier, habe ich wen vergessen? Ich glaube nicht. Fahren alle einen ähnlichen Level. Ja? Der beste Allrounder hier, wenn es um die Leistungsfähigkeit geht, ist mit Sicherheit der Airedale Terrier. Da sind wir uns klar. Doch auch die Bull Terrier. Schnell, beweglich, ausdauernd, explosiv. Es sind höchst leistungsfähige Hunde dabei und recht leistungsfähige Hunde dabei. Und mit dem Mastiff ein eher sich rein auf Kraft konzentrierender Hund dabei. Deswegen bei der Leistungsfähigkeit 78 von 100 Punkten. Ja. Thema Wachhund. 76 von 100 Punkten für die Hunde aus England. Ja, schauen wir mal nach. Airedale Terrier. Exzellenter Wachhund. Parson Russell Terrier. Exzellenter Wachhund. Lakeland Terrier. Exzellenter Wachhund. Bobtail. Sehr guter Wachhund. Doch auch die Retriever können gute Wachhunde darstellen. Bull Mastiff, Spitzenwachhund. Mastiff, sehr guter Wachhund. Bei den Bull Terriern wird es etwas knapp. Selten haben sie wirklich gute, sehr gute oder gar exzellente Wachhunde unter den Bull Terriern. Klar kommen sie vor, aber im Groß gesehen bewegt sich der Wachtrieb bei den Bull Terrier Rassen, und hier ist es egal bei welcher, eher im unteren Bereich. Amstaffs machen öfter eine Ausnahme, ja, und gelten für mich als die besten Wachhunde unter den Bull Terrier Rassen. Aber hier haben wir keinen Amstaff dabei. Also, bei den Wachhundeeigenschaften erreichen die Hunde aus England 76 von 100 Punkten. Jetzt kommen wir zur Eigenschaft Schutzhund. Und das ist, soweit ich sehe, ja, die Eigenschaft, wo sie am wenigsten Punkte erreicht haben. Ja. Also, eine Spitzen-Schutzhundemannschaft ist die Mannschaft Englands nicht. Sie haben hier einen exzellenten, perfekten Schutzhund mit dem Airedale Terrier und dem Bull Mastiff dabei. Aber dann wird schon knapp. Beim Mastiff ist das so eine Sache. Er hat einen ausgeprägten Schutztrieb, ist er gleichzeitig deswegen auch ein guter Schutzhund. Nun, ein guter Schutzhund sollte auch dementsprechend zu kontrollieren sein. Ein Mastiff, der, wenn er mal überzeugt ist davon, beschützen zu müssen, ist nicht mehr wirklich leicht davon abzubringen im Vergleich zu Airedale Terrier und Bull Mastiff. Davon bin ich überzeugt. Deswegen, die beiden Bull Terrier sind generell schlechte Schutzhunde. Oftmals überwiegt hier die Fremdenfreundlichkeit in derartigem Ausmaß, dass sie auch gleichzeitig schlechte Schutzhunde darstellen. Das ist bei allen Bull Terrier Rassen so. Nicht immer, wie gesagt, aber beim Großteil ist es so. Gehören eher zu den schlechteren Schutzhunderassen. Auch die Retriever besitzen nicht sehr oft einen stark ausgeprägten Schutztrieb. Und die beiden kleinen Terrier besitzen den zwar, doch können sie den körperlich nicht wirklich umsetzen, sind also nicht wirklich sehr effektiv. Deswegen beim Schutzhund eine Punktanzahl für die Hunde aus England von leider nur 64 von 100. Der Aktivitätenradius, der ist wieder relativ hoch, und hier erreichten die Hunde aus England 88 von 100 Punkten. Das sind recht umfassend einzusetzende Hunde, die eigentlich überall mit ihnen dabei sind. Ich
würde hier bis auf, ja, eventuell den Bull Terrier, den Staffordshire Bull Terrier, ja, den beiden Molossern möchte ich gar nicht sagen. Ich weiß, dass der Standard Bull Terrier auf jeden Fall schneller friert, als es der Amstaff oder der Pitt tut. Das weiß ich, weil ich es schon gut 10, 12 Mal gesehen habe. Nicht immer mit den 10, 12 selben Hunden. Ich hatte sehr viel mit Standard Bull Terrier Besitzern und sehr viel mit Amstaff Besitzern zu tun in meinem Leben, lieber Zuseher. Amstaffs, Pitts sind wetterhärter als Bullies. Ja? Also der Bull Terrier ist nicht unbedingt der Hund, der mit Kälte am besten zurechtkommt. Was es hier mit dem Staffordshire Bull Terrier auf sich hat, muss ich ehrlich zugeben, kann ich nicht beurteilen. Deswegen reihe ich ihn punktemäßig zwischen Bull Terrier und American Pitbull Terrier ein. Die restlichen Hunde hier haben, wenn es ums Unterwegssein bei Kälte geht, keine Probleme. Ja? Also Hitze sollte generell für diese Hunde hier, also Hitze, die sich in Grenzen hält, keine Probleme darstellen. Sonstiger Aktivitätenradius. Alle Hunde, die sie hier haben, sind mit ihnen überall dabei. Beim Mastiff wird es genauso wie beim Mastino bei den Italienern knapp. Der Mastiff wird schwer zu überzeugen sein, mit ihnen 10, 20 Kilometer Wanderungen hinzulegen. Ja? Der liegt eher mit ihnen gern im Garten, entspannt, ist zwar mit ihnen draußen unterwegs, auch über Stock und Stein, wenn sich das Ganze im Rahmen bewegt. Doch sonst ist der Mastiff von diesen 10 Hunden hier eher der Schwächste, wenn es um Aktivitäten geht. Ja? Doch sonst sind alle diese Hunde hier mit ihnen immer und überall bei allen Dingen dabei, deswegen eine recht hohe Punkteanzahl, und zwar eine von 88 beim Aktivitätenradius. Wir sind jetzt fertig. Was haben wir? 594 von 800 Punkten, das sind 74,2% Allround-Eignung. Und was sagt man dazu? Die fahren somit ex aequo mit dem USA. Auch das hätte ich mir nie gedacht. Ich sage Ihnen was, rein aus dem Bauchgefühl heraus. Also ich dachte mir schon, dass auch Deutschland nach diesen 4 Ländern jetzt noch das Feld anführen würde. Doch hätte ich die USA eher an zweiter Stelle gesehen. Gebe ich ehrlich zu. Ja? Dann die Engländer und dann die Italiener. Doch tatsächlich ist es so, dass wir mit Deutschland momentan die stärkste Nation oder das stärkste Land haben in diesem Wettkampf. Die werden von Italien verfolgt und im 3. und 4. Platz teilen sich aktuell die USA und England. Ich blende zum Schluss des Videos dann nochmal die Punktebewertung der bis jetzt schon beurteilten Länder ein und verrate Ihnen, welches Land wir uns als nächstes ansehen, und zwar Irland. Sie wissen schon, Kerry Blue Terrier, Irish Terrier, Irish Wolfhound, tolle Hunde dabei. Da bin ich auch schon neugierig drauf. Ja, so liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Wie gesagt, ich blende das jetzt am Ende des Videos nochmal ein. Da können Sie sich etwas orientieren, wenn es Sie interessiert. Ich sehe mir das auch nochmal ganz genau an. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.